So, weiter geht's. Heute ist Tag 3 und da alles ziemlich lange dauert, länger als man denkt, nehme ich mir heute mal nur vor, dieses kleine Loch zu schließen und das alles zu verbinden mit Scharnieren und so weiter, also dass es halt ein bisschen oben auch hält. Ja, mal sehen. Vielleicht schaffe ich noch mehr, dann geht's nachher im anderen Video weiter. Bis dann. Als erstes das kleine fehlende Stück für die hintere Rückwand ausgeschnitten. Die Scharniere gekürzt, mit denen die inneren Rückwandteile verbunden werden. Das flache Kabel wollte einfach nicht wieder reingehen. Jedenfalls musste es am Gurthalter nach vorne vorbei. Noch ein paar Halter für die Stützkonstruktion. Als nächstes das Stück angepasst. Es musste nach oben etwas abgeschrägt sein, damit es da durchpasst. Ich habe lieber immer kleine Abschnitte gemacht, nicht dass auf einmal zu viel fehlt. Ja, wo gehört das innere Blech hin? Die beiden Teile eingebaut und mit Silikon abgedichtet. Da habe ich dann die dicke Schraube rausgedreht, an der Stelle muss das Blech nämlich befestigt werden. Leider war es mit dem Blech davor sehr schwierig. Es folgten nur noch Winkel, um die Wand oben zu halten. Das Alublech für die Mittelkonsole muss noch an 2 Stellen gekantet werden, das habe ich hier markiert. Noch ein paar Fotos und hier die Videoaufnahmen. Nun den Headliner wieder einbauen. Das passt so nicht.
So, ich glaube, ich habe es geschafft. Also erstmal ist die hintere Rückwand jetzt komplett. Ich habe sie abgedichtet mit Silikon. Alles verschraubt. Tja, mal schauen. Da hinten in der Ecke auch ein bisschen Silikon. Hier vorne an der Kante, das dichte ich noch ab mit einer schwarzen Masse, damit das besser da an der Kante passt. So, von innen. Oben befestigt. Ich habe nur hier den Schutz nicht abgemacht. Deswegen sieht das so komisch aus. Ja, die Problemkante ist natürlich hier unten, ne? Weil das Wasser, das steht so ein bisschen schräg, das könnte hier ranlaufen und dann irgendwie hier durchsickern. Deswegen habe ich versucht, möglichst alles abzudichten. Ja, was ich nochmal vorhabe, ist, wenn dann das hier die andere Wand steht, dahinter oder hier unter so einen Sack, so einen Leinensack mit Katzenstreu zu packen, damit sozusagen, falls Wasser reintropft hier auf die Elektrik, damit das erstmal vom Katzenstreu aufgesaugt wird. So, da hinten die andere Seite. Da oben ist noch ein Spalt. Und den muss ich auch noch von innen dicht machen mit einem anderen Material. So, bin erstmal ganz zufrieden. Jetzt kommt der Headliner wieder rein. Hier war so Klebemasse dran, deswegen habe ich das umwickelt. So, der Headliner kommt wieder rein und gucken, wie gut der noch passt jetzt. Ja, und dann versuche ich die zweite Wand, die innere Rückwand, zu bauen. Oder fest zu montieren, eher gesagt. Leider muss auch dort ein schräges Stück von weggesägt werden. Aber nun passt der Headliner wieder. Einkleben kommt später. Das blöde Netz muss auch noch weg. Hing in den Ecken ganz schön fest. Die inneren Rückwände mal reingestellt. Beim rechten Stück musste noch was angepasst werden. Da musste ich erstmal ausprobieren, wie die drei Wände am besten stehen. Dreimal musste ich nacharbeiten, aber lieber zu wenig als zu viel abgeschnitten. Nochmal was abschleifen und zuletzt die beiden Teile mit Scharnieren verbinden.
Nun folgen noch die Bilder des Tages. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Video wird es wieder etwas spannender, da dann die Teile angebaut werden.